Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zurück bei einem weiteren Tera-Video von mir, Crimey. Dieses Mal möchte ich euch so ein bisschen die Steuerung mit einem normalen Controller mitten in Tera zeigen. Als Versuchsobjekt habe ich mir meinen PlayStation 3 Controller von Speedlink rausgesucht, den ich jetzt auch schon mehrmals probiert habe. Hier sieht man noch mal, der Controller ist an und für sich kabellos. Er hat hier diesen Empfänger mit USB. Der ist vor allem halt gedacht für die PlayStation, funktioniert aber auch am PC, denn mit dem Controller spiele ich auch zum Beispiel Shank oder derzeit Shank 2. So, hier nochmal den kleinen, na gut, oder etwas größeren Empfänger. Ich packe den hier schon mal an meine PlayStation, meinen PC. Das könnt ihr natürlich gerade nicht sehen, das ist mir klar. Ja, hier nochmal ganz kurz der Controller. Wie man vorne schon sehen kann, USB-Anschluss, die beiden, also L1, L2 und so weiter, die ganzen Trigger-Tasten. Hier sind die normalen X, Viereck, 3 Kreistaste, wie man sie von der PlayStation kennt. Die Pfeiltasten, die beiden Sticks und Select und Start-Taste. In der Mitte ist die Turbo-Taste, die ja, ist halt Speedlink. Und die PlayStation Home-Taste, die kommt, soweit ich mich erinnere, auch nicht zum Einsatz. Kann man also vernachlässigen. Ähm, Wie man sieht, habe ich mir hier schon ein Kabel zurechtgelegt. Das ist das Ladekabel mit Mini-USB. Das liegt daran, dass ich nicht direkt Vertrauen in den Akku von diesem Produkt habe. Ähm, ja, kann man jetzt drüber streiten. Er würde bestimmt ein bisschen halten. Ja, ich habe halt einfach kein Vertrauen dazu. Kann man machen, was man will. Aber muss ich ja auch nicht haben, also was soll's. Dafür gibt es ja diese netten Ladekabel. Die kann man übrigens auch ganz einfach an einem Laptop oder etc. oder auch einen Rechner anschließen, selbst wenn man PlayStation spielt. Ähm, Juckt den gar nicht, ist halt nur zum Spielen gedacht. So, jetzt werde ich mal nochmal direkt die Kamera schwenken. Und wir sehen uns gleich wieder und dann mitten in Tera und nebenbei als Bild dachte ich, sieht man so ein bisschen, wie ich den Controller festhalte. Bis gleich. So, da sind wir zurück, mitten im Game. Ich bin hier mal an eine Stelle geritten, wo ich auch ein bisschen Ruhe habe. Ähm, habe nebenbei schon festgestellt, habe auch schon mal geredet, aber die Aufnahme war ein bisschen blöd. Habe festgestellt, dass hier mein Umsehen mit dem rechten Stick etwas sehr langsam ist. Mal gucken, ob ich das nochmal ändern kann. Könnte ruhig ein bisschen schneller gehen, wenn ihr mich fragt. Ihr könnt jetzt schon mitten im Bild sehen, einmal dieses Modell mit der Belegung des Controllers. Ähm, Sieht jetzt nicht nach sonderlich viel aus. X ist Sprung und dann halt auf Viereck, Dreieck, Kreis. Das sind so die verschiedenen Attacken drauf. Auf R2 ist der Löwe, den ihr seht. Das ist hier mein Mount. Darauf drücke, zack, zack. Und L2 ist Interaktion. Damit ist gemeint, wenn man irgendwas abbaut, jemanden anspricht, etc. Ja, wie ihr außerdem sehen könnt, seht ihr auch noch die ganz normale Leiste von mir mit den Fähigkeiten. Und ihr werdet euch jetzt sicher fragen, Nanu, sag mal, du hast aber viel, viel mehr Fähigkeiten. Wo sind denn die? Und dafür haben die Leute von Tera sich was Besonderes einfallen lassen. Wie ich finde, echt genial. Man hat da noch die L1 und R1-Taste. Und diese wirken wie Modifier, wie man sagt, oder halt Combo-Tasten sozusagen. Drücke ich hier zum Beispiel gerade L1, seht ihr, dass da die anderen Attacken auf einmal aufleuchten. Das heißt, L1 und Dreieck ist dann halt dieser Schlag, der in der normalen Leiste auf der 5 liegt. Viereck ist halt dieses andere, wie soll man es nennen, halt Wirbel. Ihr kennt die Attacken nicht, deswegen lohnt sich da nicht viel was zu sagen. Und das Ganze funktioniert natürlich auch mit R1. R1 ist zum Beispiel die komplette obere Leiste mit den Verbänden, 12 Stück, wie ihr seht, diesen Schreisymbolen und so weiter. Und funktioniert auch echt super. Start ist halt ganz normal Menü. Auf rechts habe ich das Inventar gelegt. Ich glaube, das war sogar schon da. Auf links passiert gerade gar nichts. Auch schlecht. Jetzt genau.
Auf links ist halt dieses Persönlichkeit, nennt sich das. Das ist halt einfach sein eigenes Profil, die verschiedenen Werte von den Klamotten angucken und so weiter. Wie man sieht, den Pfeil steuere ich mit dem rechten Stick. Der kann wirklich ein bisschen mehr Empfindlichkeit vertragen. Sobald ich mich bewege, geht alles wieder weg. So, was ich mir geändert habe, sind schon die Pfeiltasten, die sind standardmäßig, nämlich mit einer Kamerasichtänderung belegt. Nach oben ist bei mir die Weltkarte. Finde ich ganz praktisch. Und warte hier. So, und nach unten. Ach, nach unten ist Markierung. Ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich hatte. Habe ich vergessen. Vielleicht hatte ich auch das so gelassen, weil ich nicht wusste, was ich da sonst machen soll. Das kann schon sein. Gut, kommen wir zum eigentlichen Einstellen. Also wie ihr genau euren Game-Controller anschließt, kann ich natürlich nicht sagen. Es gibt hunderte verschiedene Modelle. Tera wird mit den meisten funktionieren. Klar ist, glaube ich, Microsoft, das dürfte kein Problem sein von der Xbox. Die normalen Gaming-Dinger wie Logitech etc. sollten auch kein großes Problem sein. Bei den PlayStation-Controllern, ja, da tut sich Windows manchmal etwas schwer. Also für den Speedlink brauchte ich Treiber. Ich habe auch schon den Original PlayStation 3 Controller mal angeklemmt. Das geht am einfachsten, wenn ihr einfach das USB-Kabel reinsteckt hier. Ne? USB-Kabel. Man braucht auch keinen Empfänger oder sonst was, sondern der erkennt es auch. Aber da muss man ein paar Treiber noch finden und installieren. Und ganz ehrlich, ich habe das einmal gemacht und einen Tag später hatte mein Rechner dreimal einen Bluescreen. Das müsst ihr wissen, nicht ich. Gut. Ach, schön, bei uns im Haus bauen sie gerade. Aber es tut nichts zur Sache. Drücken wir mal Select. Was passiert bei Select? Genau, die Controller-Konfiguration öffnet sich. Hier könnt ihr schon umstellen, ob ihr Modell 1 haben wollt. Warte, ich mache mal hier auf Anwenden. Na, komm, Anwenden. Da. Und ihr seht schon, die Knöpfe ändern sich. Das heißt nicht mehr L2 und R2, sondern linker Trigger und rechter Trigger. Das Ganze ist halt für einen Xbox-Controller konzipiert. Kein Problem. Interessiert mich aber ehrlich gesagt nicht. So, was haben wir hier? Hey, wunderbar. Kamerageschwindigkeit im Kampfmodus, genau das habe ich gesucht. Aber ich nehme jetzt doch mal die Maus, die ist halt eine Maus. Ich erhöhe mir das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen. Drück mal hier auf Anwenden. Ja, doch, geht schon ein bisschen besser. So, ich mache mal mit der Maus weiter, das geht ja schneller. So, was haben wir hier? Fertigkeitsrichtung einstellen, das habe ich so gelassen, wie es ist. Die interessanteren Sachen kommen, glaube ich, eigentlich erst hier. Die Schnelltaste für die Kettenfertigkeiten. Ich weiß nicht, inwieweit ich Kettenfertigkeiten mal vielleicht erzählt oder erklärt habe. Man findet sie in den Skills hier, Kettenfertigkeiten. Sieht im ersten Moment echt übel aus, bedeutet aber im Endeffekt einfach nur, wenn ihr den Spell-Angriff, was auch immer benutzt, könnt ihr direkt durch Drücken einer Taste den nächsten benutzen. Triumphschrei, mal als Beispiel. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt Triumphschrei benutzt habe, kriege ich automatisch angezeigt, dass ich durch die gleiche Taste Donnerschlag wieder benutzen kann. Sieht jetzt im ersten Moment einseitig aus, macht man auch seltener. Aber hier zum Beispiel, wo habe ich es denn? Irgendwo hatte ich, genau, hier den Block. Das ist der Axtblock. Wenn ich blocke und Block loslasse und die Taste drücke für die Kettenfähigkeit kompletten. Sobald ich Plätten benutzt habe, hier Plätten, wird Zyklon aktiviert. Nachdem Zyklon aktiviert wurde, kommt gar nichts, weil ich dann noch gar nichts eingestellt habe. Das war nicht schlau. Hier kommt Sprungangriff. Zack. Und da unten haben wir gleich Sprungangriff nach. Sprungangriff locken wir erstmal hier noch wilde Raserei raus. Nach wilder Raserei plätten wir wieder. Ihr seht, Kettenfertigkeiten und der Witz, alles mit nur einer Taste. Im Normalfall bei einer Tastatur ist das übrigens die Leertaste, die auch für Springen benutzt wird. Beim Controller habe ich mir die jetzt mal hier auf X gelegt. X ist in meinem Fall auch Springen, liegt aber daran, dass ich mir umgestellt habe von Viereck. So, hier, Springen. Zum Ändern einfach anklicken, Taste der Wahl drücken und dann mit Enter bestätigen. Zack, bestätigt. Ja, standardmäßig, wie ich schon gerade erwähnte, war eigentlich Springen auf Viereck. Ging mir persönlich tierisch auf den Kranz, einfach weil ich
am Schenk spielen bin und bei Schenkel springen auch auf X. Und die Angriffe sind da auch über Viereck, Dreieck und Kreis verteilt. Das sind bei mir hier zum Beispiel die wichtigsten Sachen. Dreieck ist bei mir hier zum Beispiel der Block. Könnte ich jetzt auch noch anders setzen, wollte ich aber nicht. Ich wollte es auf Dreieck lassen, weil ich den sehr, sehr oft benutze. So, ihr seht hier schon, Fertigkeiten Schnelltaste. Das ist in dem Fall, gehe ich mit mal hier, die R1-Taste. Ach nee, hier, Entschuldigung, R1. Und ihr seht dann halt schon die verschiedenen Verknüpfungen mit X, Viereck und Kreis und Dreieck. Und man kann sogar den R1 und R2, gut, das ist halt da unten, da ist gerade nichts zugewiesen. Das Ganze geht natürlich auch noch andersrum, das Ganze geht auch noch zusammen. Entschuldigung, ich wollte die Kamera jetzt nicht wackeln lassen. Aber ihr seht hier schon unten 10 und so weiter und so fort. Also man hat sehr viele Möglichkeiten mit einem Controller. Man kann echt eine ganze Menge kombinieren und zumindest das normale Spielen mit einer Melee-Klasse oder einer Range-Klasse sollte kein großes Problem sein. Heilen stelle ich mir allerdings sehr, sehr schwer vor. Dazu gibt es hier noch eine ganze Menge anderer Sachen. Hier seht ihr zum Beispiel Profil, was ich mir eingestellt habe, auf die Pfeiltaste. Hier seht ihr Inventar. Und ich glaube, ich habe jetzt genug geschnackt. Ich denke, wir gehen jetzt mal zu dem Interessanteren über. Hier, Chris Laber nicht so ewig. Ich habe mir mal gleich noch ein paar Gegner rausgesucht, die ich für eine Quest brauche. 2 Fliegen mit einer Klappe und so weiter. Dachte ich jedenfalls, aber anscheinend sind ja auch nur Questgeber. Moment. Geht's da auch hoch? Ja, ich bin wieder hervorragend vorbereitet, aber es macht nichts. Dann können wir gleich nochmal, naja, ist immer noch. Echt, das ist aber langsam. Hier. Warte. Also das ist nicht komplett perfekt, die Steuerung, muss ich mal sagen. Ich würde die zum Beispiel niemals sowas wie für Auktionen etc. benutzen. Da brauchst du doch ewig für. So. Ja, schon besser. So, guck mal, was haben wir denn hier? R2, wir steigen ab. Machen erstmal hier den Ruf, damit füllt sich Mana auf, machen gleich die zweite Fähigkeit für noch mehr Mana und kloppen hier gleich erstmal mit der X-Taste die Combo-Fähigkeit raus. So, auf 4 ist bei mir der ganz normale Angriff drauf, der macht halt im Endeffekt immer das gleiche. So, weil das so schön langweilig ist, machen wir natürlich jetzt mal hier Ouch. So, da hat man gerade eine Fähigkeit gesehen, die ich nirgendwo drin hatte, und zwar Vergeltung. Vergeltung ist, wenn ich auf dem Boden niedergeschlagen werde, steht meine Frau hier, meine Berserkerin, von alleine auf und schlägt erstmal einmal um sich. Ach, hier. Zack. So, jetzt hier Interaktion aufheben. L2-Taste. Ja, habe ich ja gezeigt. Was haben wir hier? Kann ich gerade nicht einsammeln. So, Wort gefunden. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Raserei. Das macht mehr Schaden und hauen hier mal noch eine Fähigkeit raus. Zack. Und laden hier gleich die nächste auf. Und zack. Und drücken mit X für Beharrlichkeit Rumschrei. Und hier wieder Vergeltung. Wieder X-Taste, Kettenfähigkeit und daneben gesprungen. Nicht richtig gezielt, naja, soll es ja geben. Jo, und so läuft dann der gesamte Kampf ab. Also positiv anzumerken ist hier wirklich, man kann sich in seinen Sessel zurücklehnen, kann ein bisschen chillen beim Spielen. Die Fresse. Ah. Aua. Zack, und weg mit euch. Genau, und hier wieder Aktion. Ja, und dann kann man sich hier gemütlich halt das ganze Spiel geben und kann rumrennen, töten, sammeln, questen. Aber wie ich schon sagte, Auktionshaus solltet ihr unterlassen. Da nehmt lieber wieder Maus und Tastatur in die Hand und ich denke, das ergibt sich eigentlich von alleine, dass man das lieber mit der Tastatur macht, einfach um die Zahlen einzutippen. Ich habe da ehrlich gesagt noch keine Möglichkeit gesehen, wie das funktionieren sollte ohne Tastatur, aber ich glaube, Auktionshaus, ich weiß ja nicht, wie ihr so da draußen spielt. Für mich ist das eher was ich immer so am Ende meines Tages mache. Ah, geh weg. So, ich mache hier nochmal ein bisschen mehr Mana und dann wieder den Wirbel anschmeißen.
Autsch. Und steh auf. Ja, friss das. Zack, zack. Ja. So könnt ihr euch Tera mit einem Controller vorstellen. Angenehm und ich glaube, ich wiederhole mich. Also dann, legt das gute Stück mal wieder hier hin. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Hab's ja diesmal extra etwas kürzer gehalten, hoffe ich. Und wir hören uns einfach beim nächsten Mal, vielleicht auch beim Night Talk. Wir werden sehen, hören oder lesen. Bis dann, ciao, ciao.